Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für eine Mohnbrötchensonne. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker dazugeben, außerdem 100 ml lauwarmes Wasser sowie 100 ml lauwarme Milch dazu gießen und dann mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Milch-Mischung anschließend zusammen mit 400 Gramm Mehl, einem Ei und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und mit einer Küchenmaschine oder den Händen für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Den fertigen Teig danach zu einer Kugelform zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Nach der Ruhezeit den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, nochmals kurz mit den Händen durchkneten, zu einer Kugelform und dann mit einem Messer in 8 etwa gleich große Stücke schneiden. Die Teigstücke im Anschluss zu kleinen Kugeln formen, dafür nacheinander mit kreisenden Bewegungen unter den Handflächen rund wirken. Und wenn das erledigt ist, können wir die Teigkugeln in die Backform setzen. Dafür zunächst ein paar Mal in etwas geschmolzener Butter wenden. So lassen sich die Brötchen nach dem Backen besser voneinander trennen. Und dann in eine gefettete Springform oder auf ein Pizzablech setzen. Dabei eine Kugel in der Mitte platzieren und die anderen mit etwas Abstand zueinander drumherum. Die Brötchen anschließend nochmals mit einem Küchentuch abdecken, für weitere 30 Minuten ruhen lassen und zum Schluss nur noch mit etwas Eigelb einpinseln und danach mit etwas Mohn bestreuen. Alternativ könnt ihr hier natürlich auch beispielsweise Sesam, Sonnenblumenkerne oder auch geriebenen Käse verwenden. So kommt die Brötchensonne jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten, bis die Brötchen eine schöne goldbraune Farbe haben. Dann aus dem Ofen holen, auf dem Blech oder einem Gitter etwas abkühlen lassen und am besten noch warm servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.